Hast du stechende Schmerzen im Brustkorb oder an den Rippen? Verschlimmern sich die Beschwerden beim tiefen Atmen, Drehbewegung oder Rumpf- und Armbewegung? In diesem Video erkläre ich dir die möglichen Ursachen dafür und zeige dir, was du dagegen tun kannst, um deine Schmerzen zu lindern und wieder frei atmen zu können. Brustkorbschmerzen sind oft eine Folge von Muskel- oder Gelenksstörungen. Eine Studie zeigt, dass ungefähr 25–50% der Patienten mit Brustkorbschmerzen muskuloskeletale Ursache haben. Der Brustkorb besteht aus Rippen, Muskel, Bänder, Nerven, die zusammenarbeiten, um unser Oberkörper zu stabilisieren und die Bewegung zu ermöglichen. Wenn in diesem Bereich etwas nicht richtig funktioniert, können Schmerzen auftreten. Die häufigsten Ursachen dafür sind muskuläre Verspannungen. Oft entstehen die Schmerzen durch Fehlhaltungen oder zu stark Belastungen der Muskulatur. Die Muskel vom Rücken, aber auch die kleine Muskel zwischen jeder einzelnen Rippenbogen kann überbelastet sein, was dann die Beschwerden auslöst. Diese Verspannungen können die Beweglichkeit einschränken und einen unangenehmen Schmerzen verursachen. Das zweite sind Probleme in den Gelenken. Die Verbindung zwischen den Rippen und dem Brustkorb, in diesem Bereich können auch Entzündungen vorkommen, was ebenfalls Schmerzen im Brustkorb auslösen können. Und auch Nervenschmerzen. Wenn die Nerven zwischen jeder einzelnen Rippen, wenn die dort gereizt werden, können ein stechendes und brennenden Schmerz auslösen. Diese Art von Schmerz kann durch Verletzungen, Erkrankungen, aber auch Muskelverspannungen verursacht werden. Bei Osteoporose wird das Knochengewebe schwächer, wodurch es zu Frakturen kommen kann. Besonders der Wirbelkörper in der Wirbelsäule, in diesem Bereich in der Brustwirbelsäule, können häufig betroffen werden. Dies kann dann auch Schmerzen im Brust- oder auch im Rippenbereich auslösen. Um die Beschwerden effektiv zu lindern, sind gezielte Übungen entscheidend. Besonders bei muskulären Verspannungen oder Fehlhaltungen können die Übungen helfen, die Beweglichkeit zu verbessern und auch die Schmerzen zu reduzieren. Und jetzt zeige ich dir einfache und sehr wirkungsvolle Übungen, die du direkt umsetzen kannst. Das Ziel dieser ersten Übung ist der Raum, der Platz zwischen jeder einzelnen Rippenbogen zu vergrößern. Das sorgt dafür, dass die Muskulatur in eine Dehnungsposition geht und auch die Reizung, wenn du so eine ausstechende oder so eine stechenden, brennende Schmerzen nach vorne hast, dass du da auch den Nerven ein bisschen beruhigen kannst. Dafür solltest du dich auf der Seite hinlegen, wenn du jetzt halt einseitige Beschwerden hast, mit der Seite, die dir wehtut, nach oben. Also leg dich auf die Seite hin, mit der Seite, die dir wehtut, nach oben. Deine Hüfte sind ungefähr 60 Grad gebeugt und die Knie 90 Grad. Diese Position ist nur dafür da, dass dein Rumpf, das Becken ganz stabil bleibt. In diese Position bringst du nun als erstes deine Hand im Nacken. Und jetzt versuchst du mit den Ellenbogen nach oben über den Kopf zu bewegen. Du kannst und solltest auch einen Teil von der Brust, wenn du jetzt halt den Ellenbogen über den Kopf bewegst, rüberzubringen. Damit wirst du auch gut spüren, dass hier die Rippen gut auseinandergehen. Und dann langsam wieder senken. Am besten machst du diese Übung in Verbindung mit der Atmung. Das heißt, wenn du den Ellenbogen nach oben bringst, Richtung Decke oder beziehungsweise Richtung Kopf hin, über den Kopf rüber, atmest du ein. Dadurch wirst du noch weiter verstärken diese Öffnung der Rippen. Halte diese Einatmung für ungefähr 3 Sekunden und lass es dann langsam wieder los. Einatmen, Ellenbogen über den Kopf bewegen, so weit wie möglich. Halte für 3 Sekunden, atme aus und lass die Spannung dann wieder los. Diese erste Übung ist extrem effektiv, wenn du das Gefühl hast, dass deine Rippe so eingeklemmt ist und dass du gar nicht tief einatmen kannst. 2 Serien für jeweils 12 bis 15 Wiederholungen solltest du durchführen.
Für diese zweite Übung brauchst du jetzt ein Möbelstück, wie zum Beispiel eine Kommode, aber auch der Tisch kann dir gut helfen. Du stellst dich zu dem Möbelstück so hin und platzierst deine Hand mit der Handfläche nach unten. In diese Position gehst du jetzt erstmal etwas nach hinten und dann beugst du den Oberkörper vorwärts in der Zeile. Beweg deine Hände so weit wie du kannst nach vorne. Deine Beine sind hüftbreit auseinander, die Knie sind im besten Fall durchgestreckt. Und in dieser Position bringst du jetzt den Arm von der Seite, die dir wehtut, über die andere, beziehungsweise in der Richtung von der anderen, und du drehst deinen Körper so weit wie du kannst weg. Wichtig ist, dass das Becken ganz stabil ist und du bewegst dich von den Armen vorwärts. Bleib in der Position und versuche nun jedes Mal ein bisschen mehr mit der Hand vorwärts zu gehen und das Becken etwas nach hinten zu ziehen. Das gleiche jetzt halt nochmal auf der anderen Seite. Hüftbreit die Beine auseinander, den Rumpf nach vorne gebeugt und jetzt bringst du deine Hand zur gegenüberliegenden Seite. Das Ziel bei dieser Übung ist, dass du in den Bereich hier vom Rippen bzw. vom Brustkorb eine gute Dehnung spüren kannst. Du kannst versuchen, dein Becken dann halt noch weiter nach hinten zu spannen. Dadurch verstärkst du nochmal diese Dehnung. Bleib in dieser Position für ungefähr 30 Sekunden und löst die Spannung wieder. Und das wiederholst du jetzt dreimal. 30 Sekunden lang den Arm so weit wie du kannst vorwärts bewegen und auch weg. In dem Fall rechts bewegst du den Arm nach links und den linken Arm zu deiner rechten Seite. Das Becken schmeißt du noch weiter nach hinten, damit du die Dehnung verstärkst. Nachdem du die dreimal durchgeführt hast, jetzt gehst du auch ein bisschen in die Kräftigung rein. Das heißt, du bleibst in dieser Position und drehst nun den Rumpf und den Arm nach oben weg. So als ob du eine Drehung machen willst vom Rumpf her. Wieder senken nach unten und dann nochmal wiederholen. Den Rumpf strecken und gleichzeitig in die Gegenrichtung zu drehen. Und wieder senken. Wichtig ist, dass du hauptsächlich mit dieser Seite arbeitest, dass du den Arm hochhebst, als du dich jetzt halt nur mit dem anderen Arm abstützt. Also strecken und drehen, so weit wie du kannst, zur einen Seite, 12 Wiederholungen. Und dann hier auch die andere Seite. Strecken und heben, drehen und wieder senken. Bleib immer ein paar Sekunden in der Position drin, damit du die Muskulatur auch richtig aktivieren kannst. Den Rumpf drehst du und den Arm machst du noch eine Anspannung, so als ob du den ganz weit von dir wegdrehen willst. Und dann wieder senken. 2 Serien von jeweils 12 bis zu 15 Wiederholungen solltest du hierfür durchführen. Mit diesen 3 Übungen hast du schon mehr Dehnbarkeit, so mehr Flexibilität in dem Bereich erreicht und gleichzeitig auch etwas Kräftigung. Diese Kräftigung ist auch besonders wichtig, um den Brustkorb, die Brustwirbelsäule und auch die Zwischenrippenmuskulatur zu stärken, damit der Bereich auch stabiler wird. Wenn du jemanden kennst, der gerade mit einer Interkostalneuralgie oder vielleicht eine OP im Brustkorbbereich hatte, dann schick ihm unbedingt dieses Video. Ich bin mir sicher, dass die Übungen, die ich dir jetzt zeige, gut geeignet sind, um deine Schmerzen oder um seine Schmerzen zu lindern. Und jetzt geht's weiter mit 2 Übungen zur Stärkung und Mobilität des Brustkorbsbereichs. Für die nächste Übung solltest du dir einen Stuhl nehmen und diesen Stuhl platzierst du dann direkt vor einer Wand. Du setzt dich so weit nach vorne, dass deine Knie sehr nah von der Wand sind und dann beugst du die Ellenbogen in 90 Grad und auch in 90 Grad eine Schulter und 90 Grad in die Beugung in den Ellenbogenbereich. Deine Hände nimmst du jetzt halt an der Wand ran und jetzt mit einem Arm streckst du unter den Arm so weit wie du kannst nach unten. So eine Drehbewegung, so als ob du den Schulterbereich und die Schulterblattbereich ganz weit wegziehen willst. Und dann drehst du nach oben weit. Komplett in der Drehung. Einmal nach unten weg.
Deine Knie sind näher von der Wand und dein Ellenbogen ist komplett fixiert an der Wand. Und dann wieder nach oben weg. Ziel ist hier die Drehung in eine Richtung und dann die Streckung und Drehung in die andere Richtung. Lass deinen Ellenbogen fixiert an der Wand, damit du die Bewegung verstärkt in den Brustbereich führen kannst. Auf einer Seite 12 Wiederholungen durchführen, dann wieder nach vorne sitzen, Ellenbogen an der Wand und das gleiche in die andere Richtung. Beugen nach unten und dann strecken nach oben weg. Beugen mit der Hand nach unten, so weit wie du kannst drehen und dann wieder nach oben weg. Ebenfalls hier 12 Wiederholungen und dann kannst du das gleiche noch für eine zweite Serie wiederholen. Vor allem die Streckung der Brustwirbelsäule ist extrem wichtig bei Menschen, die Beschwerden haben. Sehr häufig ist man in dieser Position, was dann sehr ungünstig ist für die Nerven, aber auch für die Muskulatur und auch die Gelenken vom Brustkorb. Je aufrechter du bist, desto besser verteilen sie die Kräfte und entlasten ist es für eine bestimmte Muskelgruppe. Und genau dafür ist jetzt auch diese letzte Übung. Die dient um die Verbesserung der Beweglichkeit in dem Brustkorbbereich. Aber bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du mehr wissen willst, wie du von zu Hause aus deine Gesundheit verbessern kannst, Schmerzen linderst und auch beweglicher wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche, wie du mit einfachen Übungen deine Gesundheit wieder zurückerlangst. Und nun zu unserer letzten Übung. Setz dich wieder auf den Stuhl hin, auf dem vorderen Teil von dem Stuhl. Es sorgt automatisch dafür, dass dein Becken etwas aufgerichtet wird. Deine Füße sind auf dem Boden, hüftbreit auseinander. Als erstes nimmst du deine beiden Hände und platzierst die hinten im Nackenbereich. Nun bringst du deinen Kopf nach unten und schließt die Ellenbogen. Versuche bei dieser Position den Brustkorb in so einer Beugungsposition reinzubringen. So weit wie du kannst, bis du auch eine gute Dehnung in den Brustbereich spürst. Kurz in die Position bleiben, um dann einzuatmen, den Brustkorb aufrichten, die Ellenbogen ganz weit auseinander zu bringen. Und wieder die Ellenbogen schließen, den Kopf im Brustbereich nach unten bringen. Die Lendenwirbelsäule soll möglichst gerade bleiben. Und den Rumpf, den oberen Teil von dem Rumpf, richtig rund machen. Einatmen, komplett in die Streckung gehen und die Ellenbogen weit auseinander. Das ist eine meiner Lieblingsübungen, wenn du Beschwerden der BWS hast. Aber auch Schmerzen im Nacken lassen sich durch diese Übung sehr positiv zu beeinflussen. Nach unten langsam gehen, Füße sind auf dem Boden, Lendenwirbelsäule ist gerade und du wirst rund. Richtig schön rund nach unten. In der Position bleiben, bis du die Dehnung gut spürst. Und dann aktiv Wirbelsäule anspannen, Muskulatur der Wirbelsäule anspannen, in die Streckung reingehen und die Hände gut auseinander, bzw. die Ellenbogen sehr weit auseinanderziehen. Auch im Brustkorb solltest du hierbei eine Dehnung spüren. Auch da bleib ein paar Sekunden in der Position drin. Schließ wieder die Ellenbogen und beginn das alles wieder von vorne. 10 Wiederholungen, 3 Serien davon. Und du wirst auch sofort danach spüren, wie gut es sich anfühlt und wie viel mehr Beweglichkeit du erreichen kannst. Also, wenn du Beschwerden hast mit den Rippen oder im Brustkorb oder in der BWS, probiere diese Übungen aus. Ich bin mir sicher, die können dir gut helfen, deine Beschwerden zu lindern und deine Beweglichkeit zu verbessern. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!